Ich grüße euch von ganzem Herzen, meine lieben Schützen. Ihr seid auf dem Kanal Tarot und Leben und mein Name ist Angelika. Ich danke euch so sehr für eure wunderbare, liebevolle Aktivität auf meinem Kanal und präsentiere euch heute eure ganz persönliche, tiefgründige Vorschau. Es ist euer Tarot-Vorschau für den August des Jahres 2026 und wir beginnen wie immer mit 3 wegweisenden, schicksalhaften Ereignissen. Und so beginnt es. Hier zeigt sich euer erstes, richtungsweisendes Lebensereignis. Hier das zweite. Und hier das dritte große Ereignis, das euer Schicksal in diesem Monat berühren möchte. Lasst uns nun weitersehen. Wir nehmen ein anderes, mystisches Deck, um zu schauen, was euch im August 2026 im Bereich eurer Arbeit und eures Seelenrufs erwartet. Und wie sich der Fluss eurer materiellen Einnahmen und euer Wohlstand in dieser Zeit entfalten werden. Auf unserem Hauptdeck werden wir nun tief ergründen, was euch im Bereich der Liebe und in eurer Partnerschaft erwartet. Ja, was hält die Liebe im August für euch bereit? Danach schauen wir, worauf ihr in Bezug auf eure Gesundheit besonders liebevoll achten solltet. Und am Ende empfangen wir den weisen Rat der Karten. Nun lasst uns beginnen und die ersten Schleier lüften. Euer erstes großes Ereignis offenbart sich in der weisen, tiefen Präsenz des Hohenpriesters. Euer zweites wichtiges Thema wird getragen von der stabilisierenden, schützenden Kraft der 4 der Münzen. Und euer drittes großes Ereignis kündigt sich an durch den klaren, transformierenden Impuls des Asses der Schwerter. Wir beginnen mit dem Hohenpriester. Und diese Karte spricht meist von einer tiefen inneren Reifung und von 3 ganz wesentlichen Wegen, auf denen sich euer Leben jetzt entfalten möchte. Der erste Weg betrifft alles, was mit eurem inneren Wachstum, dem Lernen und der Erweiterung eures Horizonts zu tun hat. Es ist die Suche nach einer tieferen Wahrheit, nach einer Ausbildung, Fortbildung oder dem Finden eines weisen Lehrers und Mentors. Vielleicht spürt ihr jetzt das ganz tiefe Bedürfnis, euer Wissen auf eine neue Stufe zu heben, euren Geist zu schulen und euch selbst auf einer tieferen Ebene zu vervollkommnen. Und in dieser Phase werdet ihr genau die Seminare, Bücher oder weisen Vorträge finden, die eure Seele nähren und euch jene Erkenntnisse schenken, nach denen ihr im Inneren gesucht habt. Es kann aber auch sein, dass der Hohenpriester euch selbst in die Rolle des Lehrers und Mentors ruft, sodass ihr euer tiefes Wissen und eure wertvollen Erfahrungen an andere weitergebt, um sie auf ihrem Weg liebevoll anzuleiten. Ebenso bringt der Hohenpriester wichtige Lebensübergänge, familiäre Traditionen und spirituelle Rituale in euer Bewusstsein. Das kann eine Verlobung, eine Hochzeit, ein Segen oder ein tiefes Versprechen sein. Vielleicht werdet ihr auch an einer Zeremonie teilhaben, die tief in einer Tradition oder einem spirituellen Glauben verwurzelt ist und die eure Seele auf einer ganz tiefen Ebene berühren wird. Darüber hinaus steht diese Karte für eine schicksalhafte Begegnung, ein tiefes Gespräch und das Empfangen eines heilsamen, weisen Rates. Vielleicht von einem spirituellen Führer, einer reifen Seele oder einem älteren, lebenserfahrenen Menschen in eurer Familie. Oder vielleicht zieht es euch im August an kraftvolle Orte der Erde. Eine spirituelle Reise oder ein Urlaub, bei dem ihr bewusst Orte der Kraft besucht, um eure Batterien wieder aufzuladen und eure Seele baumeln zu lassen. Und nicht zuletzt fordert diese Karte euch auf, in einer bestimmten Situation euren moralischen Kompass zu zeigen. Es ist eine Phase, in der eure Integrität, euer Gewissen und eure innere Wahrheit auf eine sanfte Probe gestellt werden. Euer zweites großes Thema offenbart sich in der 4 der Münzen. Und diese Karte kündigt im praktischen Leben sehr oft den Zufluss einer spürbaren, größeren Summe an. Es kann sein, dass ihr euer wohlverdientes Urlaubsgeld erhaltet, ein großes Honorar ausgezahlt bekommt oder einen sehr bedeutenden, lukrativen Auftrag abschließen könnt. Vielleicht fließt euch dieses Geld auch durch die liebevolle Unterstützung eures Partners oder eurer Familie zu. In jedem Fall bringt die 4 der Münzen hier eine sehr wichtige Energie der materiellen Sicherheit in euren Alltag. Es ist die wunderbare Möglichkeit, materielle Werte zu sichern, zu besitzen und euch dadurch im Inneren ganz ruhig, geschützt und stabil zu fühlen.
Denn diese finanzielle Festigkeit schenkt euch im August ein tiefes Vertrauen in den morgigen Tag und lässt euch im Außen ganz sicher und ruhig auftreten. Es kann auch sein, dass sich eine langwierige, unsichere Situation in eurem Leben endlich stabilisiert und die Sorgen der Vergangenheit sich nun sanft auflösen. Die 4 der Münzen bietet euch im August zudem die allerbesten Voraussetzungen, um euer Erspartes klug zu vermehren. Vielleicht legt ihr eine größere Summe bewusst zur Seite, um euch später einen lang ersehnten Herzenswunsch zu erfüllen. Und natürlich werdet ihr in dieser Zeit keinerlei unnötige Risiken eingehen wollen. Denn diese wohlige Stabilität, die euch im August umgibt, ist euch jetzt unglaublich wichtig und wertvoll. Und nun zum Ass der Schwerter. Das ist eine unglaublich kraftvolle, klärende Karte. Sie deutet vor allem auf eine Phase hin, in der euer Geist extrem scharf, aktiv und hellwach sein wird. Es zeigt, dass ihr im August intensiv an einer neuen, bahnbrechenden Idee arbeiten werdet. Vielleicht plant ihr ein wichtiges Projekt oder ordnet eure Gedanken für einen bedeutenden Lebensschritt. Deshalb wird für euch in dieser Zeit eine ruhige, fokussierte Konzentration auf eure Pläne und Visionen von unschätzbarem Wert sein. Und als wunderbares Resultat dieser geistigen Arbeit, dieser neuen Anfänge und Projekte, wird sich euch ein ganz neues, klares Lebensziel offenbaren, auf das ihr mit fester Entschlossenheit zusteuern werdet. Das Ass der Schwerter bringt euch zudem die lang ersehnte, messerscharfe Klarheit in einer bisher verworrenen Situation, sodass ihr plötzlich genau erkennt, wie ihr ein Problem lösen und eure Ziele erreichen könnt. Und mit dieser Erkenntnis werdet ihr beginnen, sehr kraftvolle, mutige und entschlossene Schritte zu gehen. Vielleicht führt ihr ein klärendes Gespräch oder setzt eine klare Grenze, die schon lange nötig war. Das sind die wesentlichen tiefen Strömungen und Ereignisse, die euren August auf eine ganz besondere, unvergessliche Weise prägen werden und denen ihr in dieser Zeit sehr viel eurer wertvollen Aufmerksamkeit schenken werdet. Nun blicken wir weiter auf eurem beruflichen Weg. Und hier empfängt uns der feurige König der Stäbe, während im Bereich der Finanzen die schöpferische 3 der Münzen auf euch wartet. Diese beiden Karten sind für euch im höchsten Maße vielversprechend und voller positiver, kraftvoller Energie. Und wenn wir von eurer Arbeit sprechen, dann werden sich im August genau jene zündenden Ideen aus dem Ass der Schwerter manifestieren. Ideen, die ihr mit einer unbändigen Leidenschaft aktiv vorantreiben werdet. Oder aber dieser Einfluss zeigt sich darin, dass ihr im Team zu einer starken, allseits respektierten Führungspersönlichkeit heranreift. Zu einem Menschen von natürlicher Autorität, der mit messerscharfem Verstand absolut jede Herausforderung löst. Es kann auch sein, dass ein solcher König der Stäbe jetzt ganz neu in euer Leben tritt oder vielleicht schon an eurer Seite ist. Ein kraftvoller, inspirierender Mensch, der euch mit all seiner Macht und Begeisterung unterstützen möchte. Er wird seine Hand schützend über euch halten, eure Karriere aktiv fördern, euch wichtige Türen öffnen und euch in entscheidenden Momenten mit seinem weisen Rat zur Seite stehen. Doch natürlich fordert der König der Stäbe auch euren eigenen, inneren Funken. Ihr dürft jetzt selbst voller Mut aktiv werden und eure ganze Tatkraft zeigen. Euer ganz persönlicher Einsatz, eure Leidenschaft und die unermüdliche Energie, die ihr in eure Arbeit steckt, werden euch jetzt die verdiente Anerkennung und großartige, sichtbare Erfolge einbringen. Und es ist überaus wahrscheinlich, dass genau durch eure Entschlossenheit und eure klare Führungskompetenz nicht nur euer Gehalt spürbar angehoben wird, sondern euch vielleicht sogar eine völlig neue, einflussreiche Position angeboten wird. Zusammenfassend bringt euch der König der Stäbe eine leuchtende, unglaublich spannende Zeit voller Dynamik, in der ihr euer volles Potenzial der Welt zeigen könnt. Die 3 der Münzen im Bereich des Geldes zeigt uns, dass auch eure Finanzen unter einem wahrhaft glücklichen Stern stehen. Eure einzigartigen Talente und euer tiefes Fachwissen werden jetzt endlich gesehen. Sie bleiben nicht länger im Verborgenen, was euch das beruhigende Gefühl einer sicheren materiellen Basis schenkt. Im August fließt die finanzielle Energie also reichlich und ihr seid dank eurer Fähigkeiten, eures Wissens und eures gesunden Selbstvertrauens absolut in der Lage, euch ein erfülltes, sorgenfreies Leben aufzubauen. Unter dem Einfluss der 3 der Münzen dürfen wir mit einer spürbaren Erhöhung eurer Einnahmen rechnen, wobei sich dieser Segen auf ganz unterschiedliche Weise in eurem Alltag zeigen kann. Für einige von euch bedeutet diese Karte einen wunderbaren Zustrom neuer, dankbarer Klienten. Für andere bringt sie wertvolle, loyale Geschäftspartner oder den nächsten großen Schritt auf der Karriereleiter. Und für wieder andere eröffnen sich ganz neue, kreative Wege, auf denen ihr euer Können unter Beweis stellt.
und dafür eine hervorragende finanzielle Wertschätzung erhaltet. Es ist die perfekte Zeit, um euer Können voller Stolz zu präsentieren, euer Wissen anzuwenden und dadurch eure Mühe in pures Gold zu verwandeln. Für manche Schützen wird diese Karte übrigens den Beginn eines völlig neuen, überaus gewinnbringenden finanziellen Zyklus einläuten. Vielleicht ist es eine tief verankerte Vision, die ihr schon lange in euch tragt und im August endlich in die Tat umsetzt. Oder ein plötzlicher Geistesblitz, den ihr mit eurer gesamten Energie vorantreibt, bis er euch den ersehnten Erfolg bringt. Kurz gesagt, ist dies die Karte des stetigen Wachstums und der finanziellen Klarheit. Ihr werdet im August eine wunderbare Ordnung in eure Finanzen bringen, besonders da uns auch die 4 der Münzen bereits einen sehr bedeutenden Geldsegen angekündigt hat. Lasst uns nun weitersehen. Als nächstes blicken wir tief in eure Liebe und euer Privatleben. Und hier begegnet uns die geheimnisvolle 8 der Kelche. Diese Karte deutet sanft darauf hin, dass sich in euren Beziehungen etwas verändern wird. Und zwar auf eine sehr tiefgründige, transformative Weise. Schauen wir zuerst auf diejenigen von euch, die bereits fest in einer Partnerschaft, einer Ehe oder einer langjährigen Verbindung leben. Ich möchte euch unbedingt die Unterseite des Kartendecks zeigen, denn ich spüre ganz tief, dass diese verborgene Botschaft eure Liebe auf wunderbare Weise berühren wird. Hier hat sich die wunderschöne 2 der Kelche gezeigt. Eine Karte der tiefen Seelenverbindung, die sich natürlich auch in eurer Arbeit widerspiegeln kann. Es könnte sich um treue, liebevolle Klienten handeln, mit denen euch ein tiefes Vertrauen verbindet und die euch helfen, ein stabiles Einkommen zu sichern. Oder es sind neue, harmonische Partnerschaften, falls ihr gerade ein eigenes Geschäft aufbaut oder ein kreatives Projekt ins Leben ruft. Vielleicht ist es auch die wunderbare Verbindung zu jenem König der Stäbe, dem Menschen, der euch fördert, schützt und euch als starker Partner zur Seite steht. Doch in den allermeisten Fällen spricht die 2 der Kelche von der ganz großen romantischen Liebe, von tiefem Verständnis und seelischer Harmonie. Und genau so, in dieser weichen, liebevollen Energie, wird sich diese Karte in eurem Leben entfalten. Ich lege diese beiden Karten jetzt ganz behutsam hierher. Und ich spüre, tief in meiner Seele, dass sich diese Energie im Privatleben derjenigen von euch, die in einer festen, langjährigen Partnerschaft oder einer Ehe leben, genau auf diese Weise entfalten wird. Es kann sein, dass sich im August eine schleichende, kühle Distanz zwischen euch und eurem geliebten Partner bemerkbar macht. Ein leises Gefühl der Enttäuschung, wenn das gegenseitige Interesse im Alltag ein wenig verblasst und sich der traurige Gedanke einschleicht, dass die schönsten, funkelndsten Momente eurer Liebe vielleicht schon hinter euch liegen. Und unter dem tiefen, melancholischen Einfluss der 8 der Kelche kann es in dieser Phase sogar zu einer schmerzhaften Trennung kommen. Vielleicht ist es nur ein Abschied auf Zeit, in dem ihr bewusst auf Distanz geht, um in der Stille eures Herzens über den weiteren Weg eurer Beziehung nachzudenken. Manchmal zeigt sich hier auch ein schmerzhafter Prozess, bei dem eine 3. Energie den Raum verlassen muss, weil sich ein ungebetenes Beziehungsdreieck gebildet hat. Es gibt aber auch eine ganz andere, sanfte Sichtweise dieser Karte. Wenn ihr euch im August räumlich voneinander trennen müsst, weil einer von euch beruflich verreist, eine Ausbildung beginnt oder einfach allein in den Urlaub fährt, um neue Kraft zu schöpfen. Und genau dann wird die wunderbare 2 der Kelche spürbar. Ihr werdet eine unendlich tiefe, liebevolle Verbindung über die Ferne halten, euch nachts nacheinander sehnen und beim Wiedersehen ein unbeschreiblich schönes Fest der Liebe und der tiefen Verschmelzung feiern. Und dennoch möchte ich euch in aller Offenheit sagen, dass die 8 der Kelche für bestehende Partnerschaften meist ein Zeichen dafür ist, dass die Verbindung schwer geworden ist und in euch der tiefe Wunsch brennt, diesen ungesunden Raum ganz still und ohne große Erklärungen zu verlassen. Denkt bitte immer liebevoll daran, dass dies eine allgemeine Botschaft für alle Schützengeborenen ist. Die geistige Welt zeigt uns hier die energetischen Strömungen. Doch wie sich das Schicksal im Einzelnen entfaltet, entscheidet jede Seele ganz individuell auf ihrem Weg. Wenn in eurer Partnerschaft eigentlich alles harmonisch ist, dann kann sich dieser Einfluss als eine vorübergehende, kühle Phase der Zurückgezogenheit zeigen. Sei es durch ein kleines Missverständnis oder eben durch eine äußere, temporäre Trennung. Und da sich bei uns gleich 2 Karten der 2 der Kelche gezeigt haben, kann es auch sein, dass völlig unerwartete, schicksalhafte Begegnungen auf euch warten.
Neue, inspirierende Menschen oder Seelenverwandte treten in euer Leben. Und genau das könnte der Funke sein, der euch dazu bringt, euch von eurer bisherigen, vielleicht schon etwas eingeschlafenen Partnerschaft emotional immer weiter zu entfernen. Für den einen wird es nur eine flüchtige, vorübergehende Schwärmerei sein. Für den anderen jedoch der Beginn eines völlig neuen, vom Schicksal vorbestimmten Weges. Falls ihr im Moment noch ganz frei durchs Leben geht, verspricht euch die Acht der Kelche eine Zeit, in der ihr euch vor liebevoller Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts kaum retten könnt. Denn 2 Karten der 2 der Kelche sind ein unmissverständliches Zeichen dafür, dass eure Ausstrahlung unglaublich anziehend wirkt und ihr die Herzen der Menschen im Sturm erobert. Und doch spüre ich durch die melancholische Energie der 8 der Kelche, dass eure Seele im Moment noch gar nicht bereit für eine neue Key-Verbindung ist. Selbst wenn man euch liebevoll umwirbt, euch kennenlernen möchte oder zu romantischen Verabredungen einlädt, werdet ihr diese Angebote wahrscheinlich sanft, aber bestimmt ablehnen. Vielleicht liegt es an einer noch nicht ganz verheilten seelischen Wunde aus eurer Vergangenheit oder an einer tiefen inneren Unsicherheit, ob ihr wirklich schon bereit seid, euer Herz wieder ganz weit für einen anderen Menschen zu öffnen. Das sind die tiefen emotionalen Prozesse, die euer Liebesleben in diesem Monat prägen werden. Nun lasst uns gemeinsam auf euren Körper blicken und schauen, worauf ihr im Bereich eurer Gesundheit im August besonders achten solltet. Hier zeigt sich die schmerzhafte, aufwühlende Karte der 9 der Schwerter. Und ja, unter diesem Einfluss solltet ihr euren Körper und eure Seele mit größter Achtsamkeit behandeln. Denn diese Karte weist sehr deutlich auf tiefe, emotionale Wunden und schwere, schlaflose Nächte hin. Es kann sein, dass euch im August unruhige, bedrückende Träume plagen. Oder dass ihr generell unter massiven Schlafstörungen leidet, die euch die nächtliche Regeneration rauben. Manchmal zeigt sich die 9 der Schwerter auch in Form von plötzlichen Angstzuständen oder Panikattacken, die als Reaktion auf sehr komplexe, herausfordernde Lebensumstände oder gefühlte Bedrohungen, meist in der Stille der Nacht, über euch kommen. Diese Karte spiegelt oft die tiefen seelischen Nachwirkungen von schwerem Stress, traumatischen Erfahrungen oder akuten Angstphasen wider, die euer gesamtes Nervensystem in Atem halten. Und deshalb ist es unter der 9 der Schwerter von unschätzbarem Wert, dass ihr euch im August selbst mit unendlicher Milde begegnet und alles dafür tut, um euer inneres Gleichgewicht und euren Seelenfrieden zu schützen. Ich weiß natürlich, dass viele von euch sich jetzt fragen werden, wie man in einer Welt voller Unsicherheiten und äußerer Gefahren überhaupt zur Ruhe kommen soll. Doch ich möchte euch aus tiefstem Herzen sagen, wir müssen lernen, inmitten des Sturms ein Zuhause in uns selbst zu finden. Ja, wir alle gehen im Moment durch eine kollektive, extrem herausfordernde Zeit. Und doch geht das Leben weiter. Wir dürfen uns neue, leuchtende Ziele setzen und lernen, uns auch an die schwierigsten Bedingungen anzupassen, ohne unsere innere Kraft zu verlieren. In diesem Sinne weist uns die Karte vor allem darauf hin, dass eure Aufmerksamkeit im August ganz bewusst auf eure psychische Hygiene und eure seelische Gesundheit gerichtet sein sollte. Für einige von euch kann sich die 9 der Schwerter natürlich auch als eine physische Erkrankung oder als eine wichtige, dringend benötigte Regenerationsphase nach einer überstandenen Krankheit zeigen. Oder sie erinnert uns an die tiefen Spuren eines posttraumatischen Schocks, weshalb ihr im August jegliche Überlastung und Verletzungsrisiken im Alltag meiden solltet. Doch hört mir bitte ganz genau zu. Diese Botschaft der Karten ist kein unumstößliches Urteil, sondern ein liebevoller, schützender Hinweis der geistigen Welt. Die Karten des Tarot sind niemals ein starres Urteil. Das betone ich in jedem meiner Videos aufs Neue. Sie zeigen uns lediglich die energetischen Tendenzen und warnen uns rechtzeitig vor Stolpersteinen auf unserem Weg. Wenn ihr im August ganz besonders gut auf euch Acht gebt, eure Grenzen schützt und die Botschaften der Karten in euer Bewusstsein integriert, dann werdet ihr all diese schwierigen Energien ganz sanft umschiffen und unbeschadet durch diese Zeit gehen. Und nun empfangen wir den kostbaren Rat der Karten für euren Weg. Und hier zeigt sich uns noch einmal die schöpferische 3 der Münzen. Zweimal die 3 der Münzen und zweimal die 2 der Kelche. Das bedeutet, dass genau diese wunderbaren schöpferischen Energien euren August absolut dominieren werden. Und die 3 der Münzen ist, genau wie die 2 der Kelche,
Eine unendlich kraftvolle, segensreiche Karte. Es ist die Karte der gelebten Praxis, des handwerklichen Geschicks und des fleißigen Erschaffens. Sollten sich im August also schwierige, herausfordernde Lebensumstände in eurem Alltag zeigen, dann setzt euch ganz bewusst klare, greifbare Ziele, um euch eine feste, unerschütterliche Stabilität in Hier und Jetzt aufzubauen. Es wird euch im Inneren so viel leichter fallen, jede äußere Krise zu meistern, sobald eure Seele eine klare Vision und eine feste Aufgabe hat, an der sie wachsen kann. Wer in dieser unruhigen Zeit nach einem tieferen Verständnis sucht, dem möchte ich von ganzem Herzen ein wunderbares Buch empfehlen. Viktor Frankls Meisterwerk Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Es ist ein unglaublich kraftvolles Werk, das uns auf tiefgründige Weise zeigt, wie die menschliche Seele selbst in den dunkelsten Momenten der Existenz einen Sinn finden und über sich hinauswachsen kann. Doch kehren wir zurück zum praktischen Rat eurer 3 der Münzen. Sie fordert euch auf, jetzt eure gesamte Energie in euren persönlichen Fortschritt, euer Wachstum und die Verwirklichung eurer Herzensprojekte zu stecken. Es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln, die eigenen Talente voller Stolz in die Welt zu tragen und mit unbändigem Fleiß an eurem Erfolg zu arbeiten. Begegnet jeder einzelnen Herausforderung, die euch im August begegnet, nicht als Last, sondern als eine wichtige, heilige Prüfung auf eurem Weg der Initiation, die euer inneres Gold zum Vorschein bringen möchte. Das war euer persönlicher Wegweiser für den August, meine lieben Schützen. Ich hoffe, diese Worte durften eure Seele auf einer ganz tiefen Ebene berühren. Abonniert sehr gerne meinen Kanal Tarot und Leben. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, der Teil unserer wunderbaren Gemeinschaft wird. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr sehr gerne die Funktionen Super Thanks oder YouTube Hype direkt unter diesem Video nutzen. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Treue, eure Abonnements, eure liebevollen Likes und eure tiefgründigen Kommentare unter meinen Videos. Wir sehen uns schon morgen wieder, in tiefer Verbundenheit und mit all meiner Liebe, eure Tarotleserin Angelika. Ich nehme euch alle ganz fest in den Arm. Macht es gut, bis bald. Tschüss!